Ja, ich glaube, wir können starten. 13:01 Uhr. Man müsste schon den Bildschirm sehen. Ja. Wir sind heute wieder in der Folge Hardening Insights. Das ist unsere regelmäßig wiederkehrende Serie zum Thema Hardening. Informationen, Updates, echte Geschichten aus dem echten Leben. Wir alle wissen und kennen den Spruch, am Ende kochen alle nur mit Wasser. Und demzufolge wollen wir immer wieder über interessante Themen aus dem Systemhärtungs- und Hardening-Umfeld berichten. Heute haben wir eine Sonderfolge. Normalerweise findet es immer am 3. Freitag im Monat statt. Heute haben wir eine Sonderfolge. Wir sind nicht am 3. Freitag. Dem Fabian und der Thiel gönnen wir zusammen. Und ich freue mich sehr drauf, eine Sonderfolge zum Thema RC4-Abschaltung. Ja, starten wir, Fabian. Ich glaube, vorstellen brauchen wir uns jetzt nicht mehr. Wir haben grob 20 Minuten geplant. Es ist also jetzt keine nachmittagsfüllende Veranstaltung. Wenn Fragen sind, in den Q&A anonymen Chat reinpacken. Das sollte funktionieren. Legen wir los. Abschaltung von RC4 am 13. März. Das haben wir heute. Wir haben eine ganz kurze Agenda, organisatorische Hinweise, die Ausgangssituation, Strategien und Wege. Und da wird der Fabian dann entsprechend referieren. Genau. Das Webinar wird aufgezeichnet. Das ist wichtig. Die Aufzeichnung erfasst ausschließlich die Präsentation und den Fabian und mich. Das heißt, Sie im Meeting oder in der Lobby? Nein, im Aufenthaltsraum, in der Audience. Die Besucher sind nicht von der Aufzeichnung betroffen. Das heißt, sie bleiben alle anonym. Der Chat mit den Namen und auch die teilnehmenden Liste sind komplett deaktiviert. Wir müssen daher auch nicht um Erlaubnis fragen, ob wir aufzeichnen. Das macht es ein bisschen einfacher und müssen auch nicht die Abstimmung abwarten. Also, kurzer Hinweis noch, vergangene Folgen von den Hardening Insights sind mit einem Video auch entsprechend aufgezeichnet, sind auf der Hardening Insights Seite der FB Pro GmbH zu finden. Immer wieder mal reinschauen. Das füllt sich jetzt über die nächsten Monate mit interessanten Folgen zu dem Thema. Die Ausgangssituation für unser heutiges Webinar ist relativ einfach. Die Ära von RC4 neigt sich dem Ende zu. Es ist ein veralteter Verschlüsselungsalgorithmus, der hauptsächlich zum Verschlüsseln von Kerberos-Tickets verwendet wird. Der Fabian wird gleich noch detailliert in die Funktionsweise mit einsteigen. Der wird gerade sukzessive vom Hersteller Microsoft abgeschaltet im Juli 26, also nicht mehr ganz so weit weg. Wir haben heute den 13. März, sprich wir haben noch, ich sage mal grob 4 Monate. Das ist, wenn man gerade in größeren Umgebungen unterwegs ist, gar nicht mehr so viel Zeit. Juli 26 gilt es abgeschaltet. Es ist verständlich, denn RC4 gilt seit Jahren, ich glaube inzwischen sogar über 10, als unsicher und stellt ein Sicherheitsrisiko für Active Directory-Umgebungen dar. Und wir zeigen Ihnen heute und ganz konkret, deswegen haben wir die Thiel dabei, die zeigt Ihnen heute, wie eine Kerberos-Härtung, RC4-Abschaltung richtig durchgeführt wird, was die Grundlagen sind, wie man es am besten monitort und wie man vorgeht. Fabian, ich freue mich drauf und du darfst dir den Bildschirm klauen. Dann tue ich genau das. Genau, wenn ich jetzt gleich präsentiere, sehe ich den Fragenchat nicht mehr, aber dann kannst du mir im Zweifel ein bisschen soufflieren, falls was reinkommt, oder wenn du eine Frage hast, dann unterbrich mich natürlich gerne. Genau, wie angekündigt, ich habe das Thema Microsoft RC4-Abschaltung mitgebracht. Ist ein Dauerbrenner, der uns seit vielen Jahren beschäftigt. Microsoft hat seit Anfang des Jahres einiges in dem Bereich gemacht, das dann aber gleich. Florian hat mich schon angekündigt, wer bin ich denn eigentlich? Ich bin der Fabian Böhm, ich bin Gründer und Geschäftsführer oder einer der Gründer und Geschäftsführer, genauer gesagt, von der Thiel Technology Consulting. Wir sind ein Unternehmen, Hauptsitz ist in Düsseldorf und haben uns auf das Thema Identity Protection im Microsoft-Bereich spezialisiert. Und neben den klassischen Themen Tiering, PAW, Attack Path Management ist ein Bereich, der uns immer wieder umtreibt, das Thema Systemhärtung. Und das ist auch der Grund, warum wir mit der FB Pro relativ viel zusammenarbeiten im Bereich Systemhärtung, aber auch darüber hinaus, weil wir sehr überzeugt von dem Tool Enforce Administrator sind und das selber auch zur Härtung einsetzen und genau auch an Formaten wie heute gerne auch unser Wissen teilen. Ich bin selber alle 14 Tage bei Webinaren unterwegs,
Also wie gesagt, das Thema Knowledge Sharing treibt mich um und finde ich immer eine gute Sache. Also von daher vielen Dank, dass ich heute die Möglichkeit habe, das Thema hier zu teilen. Sehr gerne. RC4 steigen wir ein. Was aus meiner Sicht immer ein schöner Start ist, wenn man mal anschaut, was die Presse so zu dem Thema sagt. Was ich besonders interessant fand, war hier gefährliche Nostalgie. Über 60% der KMUs nutzen laut Studien veraltete Protokolle wie RC4 oder eben NTLM-V1 und ermöglichen damit natürlich Relay-Angriffe. Da komme ich gleich nochmal dazu. Das Thema Mean Time to Detect ist weiterhin hoch und grundsätzlich, das ist auch der Hauptgrund, warum wir uns so viel mit dem Thema Identity Protection beschäftigen und eben auch mit Verkleinerung der Angriffsfläche über Systemhärtung, ist, dass es weiterhin halt so ist, dass 88% aller Breaches in irgendeiner Form gestohlene Credentials beinhalten, die aber wiederum oftmals nur deswegen gestohlen werden können, weil die Angriffsfläche eben nicht verkleinert wird. Und deswegen haben wir eben genau diesen Schnittpunkt zum Thema Systemhärtung. Und ich werde es auch gleich ausführen, warum RC4 ein Brandbeschleuniger für das ganze Thema ist. Und als kurze Wiederholung, weil ich dann doch immer mal wieder auch feststelle, dass nicht unbedingt jeder sich auch schon zur Gänze mit dem Thema beschäftigt hat, möchte ich damit starten, wie funktioniert denn eigentlich Kerberos? Weil das eben wichtig zu verstehen ist, was benutzt denn ein Angreifer überhaupt? Ne? Also warum mache ich das Ganze? Da glaube ich ganz fest daran, wenn ich etwas verstehe, warum tue ich das und den Hintergrund genau kenne, dann tue ich es auch. Weil was nicht von der Hand zu weisen ist, RC4 ist es nicht erst seit gestern auf der Liste von Ciphern, die abgeschaltet werden sollten. Das ist eine ganze Weile schon so der Fall. So, wie funktioniert generell Kerberos? Wir haben hier eine kleine Umgebung aufgemalt. Hier oben ist unser Domain-Controller. Da ist ein Server, auf den wir zugreifen wollen und wir wollen den Client benutzen, um diesen Service zu konsumieren. Was passiert jetzt, wenn ich morgens vor meinem Rechner sitze und mich anmelde mit Username, Passwort? Naja, im Hintergrund, im ersten Schritt, sendet der Client den aktuellen Zeitstempel verschlüsselt mit dem Hash des Benutzerpassworts an den Domain-Controller. So. Was macht der Domain-Controller? Der prüft das Ganze und validiert die Anfrage. Wie tut er das? Er tut das, indem er dieselbe Operation auch durchführt. Die Active Directory Datenbank beinhaltet natürlich auch den Hash des Benutzerpassworts. Der Domain-Controller weiß auch, wie viel Uhr gerade ist. Das heißt, er führt dieselbe Rechenoperation durch, vergleicht die beiden Ergebnisse. Und wenn die Ergebnisse identisch sind, stellt der Domain-Controller ein sogenanntes Ticket-Granting-Ticket aus. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein allgemeingültiger Personalausweis, der nachweist, dass der Fabian ist. Wenn ich das habe, so ein TGT ist standardmäßig 8 Stunden gültig, speichert mein Client das in Memory. Wer Device Guard oder sowas einsetzt, kann genau dieses Credential schützen, weil letztendlich Credential Theft genau das tut, nämlich diese Tickets zu stehlen. Wenn ich jetzt aber auf diesen Service zugreifen will, dann gehe ich im nächsten Schritt wieder zu meinem Domain-Controller und sage, hey, lieber Domain-Controller, ich möchte auf diesen Server hier drüben zugreifen. Stell mir doch mal bitte ein TGS, ein Ticket Granting Service Ticket aus. Und was der Domain-Controller dann macht, ist, der prüft, aha, dein TGT ist noch valide, ich vertraue dir, also hast du hier das TGS. Und das bitte im Hinterkopf behalten, das wird nämlich gleich wichtig für eine Angriffstechnik, die ich zeigen möchte. Jetzt in unserem Beispiel ist es aber so, der Domain-Controller stellt das Ticket Granting Service Ticket aus und jetzt kann ich von meinem Client aus zu dem Server gehen und ihm das TGS präsentieren. Das ist digital signiert vom Domain-Controller. Da der Server Mitglied der Domäne ist, vertraut er dem Domain-Controller, damit auch dem TGS und gewährt mir erstmal Zugang. Welche Berechtigungen ich jetzt habe, da kommt es ein bisschen auf die Applikation drauf an, wird in den meisten Fällen dann lokal auf dem Server entschieden, weil zum Beispiel in dem Ticket steht dann ja auch drin, in welchen AD-Gruppen ich drin bin und vielleicht bin ich da in einer Read, in einer Write-Gruppe, was auch immer und kann dann auf dem SharePoint, auf dem SQL, was auch immer dieser Server ja offeriert, eben zugreifen, damit arbeiten. So funktioniert erstmal Kerberos. So, was hat das Ganze jetzt mit RC4 zu tun? Da komme ich gleich dazu, weil ich habe eine Angriffstechnik mitgebracht und Florian, ich glaube, du kennst die schon,
nämlich Kerberoasting. Und Kerberoasting ist ganz schön gemein, weil man nämlich eigentlich wenig dagegen tun kann. Vor allen Dingen, kleiner Spoiler, wenn man RC4 benutzt, dann ist es wesentlich schneller, eine Kerberoasting-Attacke durchzuführen, weil es einfach unsicher ist. Aber was passiert bei Kerberoasting? Wir sind im selben Szenario wie eben. Ne? User will auf den Server zugreifen und bekommt irgendwann das Service-Ticket. Die Realität ist, dieses Service-Ticket ist auch verschlüsselt, und zwar mit dem Benutzer-Passwort-Hash des Service-Accounts von diesem Application-Server. Also TGS ist verschlüsselt mit dem Passwort des Service-Accounts. Das heißt im Umkehrschluss, jeder authentifizierte User in einer Domäne kann zum Domain-Controller gehen, und wenn es einen Service-Account mit SPN gibt oder einen normalen Admin-Account mit SPN, kann ich sagen, hey, ich möchte diesen Service konsumieren, ich werde ein TGS ausgestellt bekommen, das ich dann offline cracken kann. Und wenn jetzt aber RC4 zum Verschlüsseln benutzt wird, ist es halt sehr, sehr schnell möglich, das zu knacken, weil es eben unsicher ist. Selbst wenn ich nicht RC4 nutze, ist das übrigens auch genau der Grund, warum man regelmäßig seine Service-Account-Passwörter ändern sollte oder eben sowas wie einen Group Managed Service Account verwenden sollte. Ihr im NFORCE tut ja genau das, um einen solchen Angriff eben zu verhindern. Das ist der Hintergrund. So. Das so als kleine Intro, kann man, glaube ich, verstehen, Florian, oder? Kleiner Check kurz. Ne? Also RC4 böse, Kerberoasting böse, wir müssen was dagegen tun. Den letzten Teil habe ich verstanden, Fabian. Das ist doch schön. So, dann gehen wir mal weiter. Was hat jetzt eigentlich Microsoft gesagt? Microsoft, und hier habe ich es nochmal zusammengefasst, und das muss man sich echt auf der Zunge zergehen, RC4 gilt seit langem als sehr schwacher Cypher. Kerberoasting kann damit gemacht werden und es ist bis zu 800 Mal schneller, RC4 zu entschlüsseln, als etwas, das mit AES verschlüsselt ist. Das finde ich schon eine krasse Zahl. Und nochmal, das passiert ja offline. Das heißt, das kriege ich gar nicht mit, egal ob ich irgendwelche tollen XDR, MDR, irgendwas DR-Systeme habe. Ne, dieses Detection Response Pattern funktioniert einfach nicht an der Stelle, weil ich es gar nicht mitkriege, weil ich diese Attacke offline durchführe. Umso wichtiger, mit Systemhärtung die Angriffsfläche zu verkleinern. Was sind bekannte Schwachstellen? Ich habe hier nochmal die CVE mitgebracht, die Microsoft in diesem Jahr auch nochmal veröffentlicht hat. Da komme ich gleich drauf. Und auch bei Meteor Attack, ne, diejenigen, die vielleicht uns beim Hardening-Seminar besucht haben, werden das kennen. Meteor Attack, ganz tolles Framework, wo man viele Informationen als Verteidiger bekommt. Genau, da ist es auch nochmal verlinkt an der Stelle. Kurzer Exkurs: Vor nicht mal ein paar Monaten, nämlich noch im Dezember 25, hätte man RC4 so abgeschalten, dass man Registry Keys verteilt hätte, dass man Accounts, die noch RC4 verwenden, irgendwie manuell konfigurieren musste. Und die Erkenntnis von der Microsoft war, okay, die Leute tun das nicht, obwohl wir es ihnen jetzt schon x-mal gesagt haben. Und so ein bisschen ist es tatsächlich so, Microsoft hat dann irgendwann genug gehabt und hat gesagt, okay, diese CVE hier, das ist nochmal alles dokumentiert, die 20833, wir werden das jetzt ändern. Und wir sind immer noch in dieser Phase. Im Januar 2026 hat Microsoft ein Update veröffentlicht. Das werden die meisten auch schon installiert haben, weil das muss man schon sagen, Patch-Management-Prozess haben die meisten ja im Griff. Haben jetzt eben ein Update veröffentlicht, um diese CVE anzugehen. Und das Erste, was damit mitkommt, ist, dass es jetzt einfacher ist, zu identifizieren, benutzt noch irgendjemand bei mir in der Umgebung RC4 oder kann ich es einfach abschalten? Das heißt, im Idealfall haben die Teilnehmenden hier in dem Webinar heute auch schon mitbekommen, dass Microsoft das Update rausgebracht hat, haben ihre Umgebung schon gemonitort. Wenn nicht, jetzt bitte aufpassen, weil du hattest vorhin Juli gesagt, und das ist auch richtig, das ist Deadline, aber
im April, also nicht mal 2-3 Wochen, wird Microsoft ein nächstes Update rausbringen, wo der sogenannte Enforcement Mode aktiviert wird. Das heißt, wenn ich mein April-Update installiere und nichts weiter tue, wird es nicht mehr möglich sein, RC4 zu sprechen. Microsoft wäre nicht Microsoft, wenn sie nicht eine kleine Grace Period möglich machen würden. Das heißt, nachdem ich das April-Update installiert habe, kann ich nochmal einen Registry Key setzen, der mir dann bis Juli nochmal Zeit verschafft und RC4 wieder erlaubt. Das muss ich aber aktiv tun. Das heißt, die Botschaft an dieser Stelle ist ganz klar, wenn ihr das April-Update installiert habt und weiter RC4 nutzen wollt, müsst ihr zwingend diesen Registry Key setzen. So. Und die letzte Phase ist dann genau die eben im Juli startet, Entschuldigung. Dann hat Microsoft angekündigt, dass sie die RC4 Disablement Phase erzwingen, und das ist letztendlich der Name für diesen Registry Key. Den Support dafür wird Microsoft wieder entziehen. Also das ist auf der Zeitleiste. Im April kann ich mich noch dagegen wehren. Spätestens im Juli wird RC4 Geschichte sein, was aus einer Systemhärtungsperspektive super ist. Wo ich mir unsicher bin, wann CIS etc. nachziehen wird mit akzessierten Benchmarks, weil, also ob es dann weiterhin so sein wird, dass man es trotzdem nochmal abschaltet, obwohl es Microsoft eigentlich schon abgeschaltet hat. Das kann ich jetzt noch nicht einschätzen, aber ich vermute mal, dass es irgendwann auch im CIS-Benchmark dann reflektiert wird. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mehr Infos habt, aber ich zumindest noch nicht. Ja, die Algorithmen sind ja schon lange auch vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik gefordert. Da liefern wir tatsächlich einen Cipher Suites und Hashes Benchmark mit. Inwieweit dann der Registry Key oder auch die Konfiguration, die CIS oder auch andere Empfehlungsgeber, inwieweit die angepasst werden. Also ich glaube schon, dass das passiert. Die Realität zeigt aber, dass da halt auch immer ein Zeitversatz hinten dran ist. Auf der anderen Seite ist die Aussage, wenn das Protokoll hart deaktiviert wird vom Hersteller, dann kann ich auch Registry Key setzen, so viel ich will, dann ist es halt einfach aus. Also ob es da jetzt eine Woche, 2 oder 5 Wochen später in der Dokumentation aktualisiert wird, das spielt dann im echten Leben auch keine Rolle mehr. Ja, genau. Also wir begleiten ja viele Kunden auch im Rahmen unserer Expertise-Community, und ehrlicherweise seit Januar haben sich die Anfragen da gehäuft. Das war ja auch ein Grund, warum wir jetzt gesagt haben, okay, wir machen diese Sonderfolge, weil der April jetzt eben so nah ist, um auch euren Teilnehmenden nochmal die Möglichkeit zu geben, diesen Impuls mitzubekommen. Weil was wir ganz konkret durchführen, da würde ich gerne noch kurz drauf eingehen, ist, was ist denn jetzt also was passiert eigentlich wirklich technisch und was ist konkret zu tun? Also nochmal auf das April-Update geschaut. Dieses Update ändert den Default Domain Supported Encryption Types Eintrag, und sehen kann man das in dem Feld MSDS Supported Encryption Type, und wie gesagt, das April-Update wird das Ganze enforcen zu AES SHA-1, oder in den Logfiles würde man dann das 0x18 sehen. 0x17 ist zum Beispiel RC4. So. Und zusätzlich, das ist das, was ich eben gesagt habe, gibt es dann eben den Key RC4 Default Disablement Phase Rollback Value, der wird damit eingeführt, und der wird dann erst durch das Juli-Update wieder weggenommen. Ja. Was wir jetzt mit vielen Kunden gemacht haben, ist, dass wir daran gearbeitet haben, herauszufinden, naja, was passiert denn jetzt konkret im April? Ne? Also wird was knallen, wird was nicht knallen? Das will ich ja unter Umständen wissen, würde ich mal behaupten. Und da hat Microsoft jetzt, wie gesagt, im Januar wirklich einige bessere Log-Mechanismen rausgebracht, die man jetzt abfragen kann. Und genau das tun wir letztendlich mit den Kunden zusammen. Ich habe hier aber auch mal das GitHub-Repository von der Microsoft verlinkt. Das ist das Kerberos Krypto-Skript, ne? Wo wirklich ein gutes Skript auch zur Verfügung gestellt wurde, was letztendlich nichts anderes macht, als die Systeme eine Abfrage, also die Domain-Controller genauer gesagt, abzufragen und das auszuwerten. Das ist genau das, was wir tun. Wir machen das bei den Kunden mit dem Schedule Task und führen einfach einmal am Tag dieses Skript aus. Auch das lassen wir übrigens mit einem Group Managed Service Account immer laufen. Also
2026 sollte jeder Schedule Tasks und auch andere Dinge mit einem Group Managed Service Account machen. Und dann habe ich einfach mal die schematische Abfolge nochmal mitgebracht, ne, weil wir einfach sehr gerne in Prozessen denken. Das heißt, ne, wir laden die Skripte runter, wir führen die Skripte aus, wie gesagt, in dem Fall als Schedule Task oder übergeben das letztendlich an den Kunden. Die Ergebnisse bekommen wir zurück. Und ne, was ist das Standard-Log-Auswertungstool, wenn man nichts anderes hat? Wir machen es in Excel tatsächlich. Ne? Und dann prüfen wir letztendlich, ob neue RC4-Events dazugekommen sind, beziehungsweise die schon da waren. Da müssen wir dann eben entscheiden, okay, warum ist das denn so? Ne? Also wenn wir einen Eintrag da haben, dann steht dann, ne, der Service-Account hier benutzt noch RC4 und dann muss man den eben prüfen. Auch da hilft die Microsoft-Dokumentation echt sehr gut, was man dann tut. In den allermeisten Fällen kann man es dann unkonfigurieren und quasi schon in voreilender Gehorsam entweder RC4 wirklich den Garaus machen und es umstellen oder auch eine Möglichkeit, auch wenn ich die nicht präferiere, man wartet bis zum April-Update, weil dann wird es automatisch umgestellt, dann hat man aber wenigstens geprüft, ob ich ein Problem habe oder nicht. Und wenn ich jetzt eben Accounts habe, die das aber noch zwingend brauchen, dann muss ich mir überlegen, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ne? Und eine der Standardantworten könnte dann sein, okay, muss das System vielleicht überhaupt nicht mehr in der Domäne sein? Muss ich dann überhaupt Kerberos sprechen? Muss ich irgendwas anderes tun? Aber Fakt ist, irgendwas muss ich tun, sonst spätestens ab Juli ist es eben nicht mehr der Fall. Und das machen wir letztendlich so lange, bis wir dann irgendwann keine RC4-Events mehr haben und dann sind wir mit dem Prozess durch. Also erstmal keine Raketenwissenschaft. Es ist aber schon so, dass wir hier ja schon immer wieder so 10, 20 Findings hatten von Accounts, die wir dann uns aktiv angeschaut haben. Und wir haben die Zeit dann eben gut genutzt und Kunden sind jetzt gut darauf vorbereitet, das April-Update zu installieren. Super. Genau. Vielen Dank, Fabian. Sehr gerne. Ich fand es tatsächlich sehr interessant zum einen. Zum anderen, glaube ich, kann man sagen, dass wenn sowohl eure als auch unsere Kunden schon mit Enforce Administrator Systemhärtungsprojekte umgesetzt haben, dann ist das Thema kein Thema mehr, weil wir sowieso im Rahmen der Projektumsetzung RC4 deaktivieren. Sprich, die können sich sehr entspannt zurücklehnen und das, was von Microsoft jetzt passiert, quasi vorbereitet über sich ergehen lassen, weil RC4 schon im Zweifel seit Jahren ausgeschaltet ist. Ja. Beziehungsweise vielleicht noch ergänzend sogar, wenn natürlich jetzt ein Kunde im Enforce hat, hat der natürlich auch den riesen Vorteil, dass er überhaupt in der Lage ist, zu monitoren, welche Systeme haben denn vielleicht die empfohlenen Cypher-Settings noch nicht umgesetzt. Und dann weiß ich auch wieder, okay, wo muss ich vielleicht nochmal nachschauen. Also ja, und wenn er es gemacht hat und sein ISB kommt oder der ISB dann kommt, auf Knopfdruck die Dokumentation über 600, 700 Einstellungen auf allen 800 Rechnern erzeugen, ist im Zweifel auch eine Zeitersparnis. Anyway, RC4, Abschaltung, aktueller Stand, Timeline, Zeitachse, warum und wieso das passiert, ist, glaube ich, klar geworden. Du hast einen schönen Prozess aufgemalt. Lass uns 13:25 Uhr, wir sagen ja immer so 20 bis 30 Minuten, lass uns noch einen kurzen Abbinder machen. Ich würde gerne noch die letzte Folie zeigen. Kleinen Moment, ich klaue dir gerade den Screen, Fabian. Gerne. Ich habe auf die letzte Folie umgeblendet. Wenn mehr Informationen gewünscht sind, einfach mal Systemhärtung googeln, vielleicht mal nach dem Florian Bröder oder dem Fabian Böhm googeln. Man findet uns, Kontaktdaten sind auch entsprechend zu sehen gerade. Nochmal der Hinweis an die jetzt dazugekommen sind. Wir haben am Anfang ein bisschen geflaxt zum Thema SecIT in Hannover. Wir sind beide zufälligerweise am gleichen Stand, E40 Eilen-Riederhalle, am 18. und 19. März in Hannover auf der SecIT bei Heise, eine sehr gute und sehr schöne Fachmesse zum Thema Informationssicherheit, referieren dort auch in verschiedenen Deep Dive Sessions zum Thema Systemhärtung, haben auch ein Standprogramm, wo wir echte Kunden am Stand haben. Das heißt, falls jemand Interesse hat, sich mal nicht mit einem Fabian und mir, die haben immer den Sales-Stempel auf der Stirn kleben, wenn jemand Interesse hat, sich nicht mit dem Fabian und mir, aber mit echten Kunden, die Enforce Administrator einsetzen und Systemhärtungsprojekte erfolgreich hinter sich gebracht haben, zu unterhalten, dann ist nächste Woche in Hannover ein guter Zeitpunkt. Gut, von daher, ich glaube, das sollte und kann es für heute gewesen sein. Vielen Dank, zumindest von meiner Seite schon mal an
die Teilnehmer des Webinars und freue mich auf die nächste Folge Hardening Insights. Fabian, auch an dich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du das wichtige Thema heute mit uns gemeinsam oder in unserem Rahmen alleine präsentiert hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Und danke, ich glaube, an der Stelle kann man auch schon mal, ja bitte, sorry. Genau, danke, dass ich da sein durfte und auch, muss nicht das letzte Mal gewesen sein, können wir gerne wiederholen. Machen wir gerne. An der Stelle 13:27 Uhr schon mal ein schönes Wochenende vorab und bis bald. Dankeschön. Danke, ciao.